Am 14. April 2023 fliegen wir mit Aer Lingus von Berlin nach Dublin. In der Nähe des Flughafens verbringen wir im Clayton Hotel die erste und 8 Tage später die letzte Nacht. In der Nähe begrüßt uns der irische Frühling mit vielen Blumen und zunächst Sonnenschein. Dieser wird uns die meiste Zeit begleiten, für Irland eher ungewöhnlich. In diesem Fall ist wohl der Fahrer mal zum Tanken gekommen. Am nächsten Morgen geht unsere Rundtour mit Fahrer Martin und Reiseführer Ulf los. Mit beiden konnten wir sehr zufrieden sein. Ihr habt sicher schon gemerkt, dass in Irland ebenso wie in England Linksverkehr ist. Wir durchqueren zunächst die Hauptstadt Dublin. Die Autos zahlen jederzeit 3 € für die Durchfahrt und während der Rush Hour, also am Morgen und am Abend für 3 Stunden, wenn man mit einem Auto hier durchfahren will, kostet sie das 10 €. Die Kräne dort werden auch wieder Büroräume gebaut. So um die 2000 € pro Monat muss man hier für eine 3-Zimmer-Wohnung ausgeben. Sonst kriegen sie hier nämlich gar nichts. In das Aviva-Stadion gute 50.000 Zuschauer. So, auf der linken Seite haben wir den Fluss Liffey. Und entspringt in Wicklow, ist 125 Kilometer lang. Johnston, das ist ein sogenanntes Coffin Ship, also ein Sargschiff. So, das sieht sehr toll aus heute. Ich bin also ganz begeistert, dass wir gut durchkommen. Auf der linken Seite haben wir den Haupteingang zum Trinity College und wir fahren jetzt die Dame-Straße herunter. Und hier in der Nähe, da werden wir auch nächsten Samstag ich denke mal so 20 nach 2, halb 3 dann parken. Wir werden dann dort rausgelassen. Unser Guide versorgt uns mit vielen guten Informationen. Und wir müssen die Musiker natürlich auch irgendwie finanzieren. Deswegen also nicht erschrocken sein, wenn man da mal knapp an 10 € für ein Getränk bezahlen muss. Die ersten 3 Tage unserer Irlandreise stelle ich euch in diesem Video vor. Fortsetzung folgt. Unsere Mittagspause machen wir in Enniskillen, das zwischen den Gewässern Lower und Upper Lough Kearn liegt. Zuvor haben wir praktisch unbemerkt die Grenze nach Nordirland überquert. Lediglich 2 Dinge fallen uns auf, die anders sind. Man bezahlt hier nicht mit Euro, sondern Pfund und auf den Schildern fehlen die zusätzlichen keltischen Namen. Allerdings nennt man das in Irland Irish. Thank you very much, folks. On behalf of all the crew in the Donegal Bay Water Bus,
erstes Ziel am dritten Tag ist Patsy, der auch mit 78 Jahren uns noch gern zeigt, wie sein Border Collie die Schafe im Griff hat. Herrlich. Auge in Auge. Ist das schön. That's about it. That's the way we work. And you're always on the button. On the button. And we're going back to maybe 1900. Und da werden uns die beiden gleich mal zeigen, wie man spinnt. Vorher muss man aber das Schaf erstmal scheren. Das ist jetzt die Schafwolle, so wie sie geschoren wird. Und da fühlt man auch die Fette dort drin. Mädchen haben sich da früher auch die Wangen mit eingestrichen. Und man nennt das auch das Donegal Chanel. Und immer wenn sie freie Zeit hatten oder wenn das Wetter es nicht hergab, dass man ernten konnte, dann haben sie sich hingesetzt und haben gewogen. So, was Mick gerade sagte, ist, die Frauen des Hauses, die haben früher gesponnen. You can buy genuine Donegal tweed. Und das war eine der ersten beleuchteten Brücken hier im Lande Irland, damals noch mit Gaslampen. So, das waren früher mal Gaslampen. Und das sieht so aus, als wenn die abgeschmirgelt sind. Während der letzten Eiszeit die Gletscher, die über Irland gegangen sind, bis zu einer Höhe von 1000 Metern hatten. And then you're going to the music room, the music, and then here to the drawing room, and study, dining room, and up the stairs. I will be around, so if anybody needs any help, I will help. Besucherzentrum und Garten kosten keinen Eintritt. Für die Besichtigung des Schlosses werden 7 € verlangt, Senioren sparen 2 €. Der Shuttlebus kostet 3 € für Hin- und Rückfahrt.
Im Dorians Hotel in Ballyshannon haben wir die zweite und dritte Nacht verbracht. Vor dem Abendessen haben wir uns in dem Ort noch etwas umgesehen. Wir kommen an dem Musikpub vorbei, in dem wir am Abend zuvor typisch irische Folklore gehört haben, die mir sehr gefällt. As drunk could be, I saw a pipe upon the hob where my old pipe should be, and I called my wife and a sister whore, will you kindly tell me who owns that pipe upon the hob where my old pipe should be? You, the drunkest in the booze.